Willkommen bei Episode 4 unserer Reise in den Oman. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit uns mitkommt. In der vergangenen Episode sind wir in Salalah im Süden des Omans angekommen. Nun geht es langsam wieder in den Norden, ein kurzes Stück an der Küste entlang, dann aber durch das Landesinnere bis zurück nach Niswa. Wir besuchen dort das Museum Oman Across the Ages und fahren zum grünen Gebirge Jebel Akhdar. Zum Schluss überqueren wir wieder die Grenze in die Arabischen Emirate, um in Richtung Saudi-Arabien weiterzufahren. Das werdet ihr aber erst in der kommenden Episode miterleben können. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei unserer weiteren Reise durch den Oman. Ola wollte unbedingt Kokosnussmilch trinken. Und wieder wird für uns eine flexible Möglichkeit geschaffen, LPG-Gas für Kühlschrank und Kochplatten zu tanken. Yes, cut. No, I say stop. I call stop, okay? Okay. Und im Oman gibt es keine Waschsalons, sondern nur einen Wäscheservice. Der ist aber bezahlbar. Can I pay with Visa? Cash. Sorry? Cash. Cash, only cash, okay. Wir stehen hier im Samharam Resort. Wir wollten hierher fahren, weil wir eigentlich einfach mal ein Frühstück haben wollten, ein Frühstücksbuffet. Und das haben wir hier zwar auch bekommen, es war jetzt nicht besonders toll. Also das Resort hat, glaube ich, 3 Sterne. Wir haben hier frisches Wasser, wir haben hier alles, was wir brauchen und können uns 2 Tage hier für 10 Omani Rial am Tag gut aufhalten und auch schlafen. Und morgen fahren wir dann weiter wieder Richtung Norden, Richtung Maskat. Nach 4 erholsamen Tagen in Salalah fuhren wir zunächst ins Wadi Dafka, wo der Anbau des Weihrauchharzes zum Weltkulturerbe erklärt worden war, und dann zum Ras Nus Strand, wo wir uns mit unseren neuen Freunden Monika und Herbert trafen, mit denen wir gemeinsam die türkisch-irakische Grenze überquert hatten. Ja, wir sind hier im Wadi Dafka. Das ist berühmt für seine Weihrauchernte. Die Bäume hier sind UNESCO-Weltkulturerbe. Traditionell gilt das Weihrauchharz als Räucherwerk zur Reinigung, Desinfektion und zur Hautpflege und anderen Dingen, auch für die Medizin.
Am nächsten Tag fuhren wir dann weiter zum Wadi Ash Shuwaimiyah und übernachteten dann an einem Strand ganz in der Nähe des Wadis. Nach einem wunderschönen Vormittag am Ash Shuwaimiyah Beach fuhren wir innerhalb von 2 Tagen wieder bis nach Nizwa, der Stadt, in der wir auf der Hinreise schon 2 Tage verbracht hatten. So, willkommen jetzt im Oman Across Ages Museum. Wir haben jetzt unsere Runde fertig gemacht, so ungefähr 2 Stunden, 2,5, ich weiß es nicht, aber das war wirklich sehr, sehr, sehr schön, sehr informativ und überhaupt nicht langweilig. Also es ging sowohl um die Natur des Omans, die sehr schön dargestellt wurde. Wir haben sehr viel gesehen, was wir zum Teil auch gesehen hatten, aber unter gewissen anderen klimatischen Bedingungen. Das heißt also mehr Wasser in den Wadis oder solche Dinge, aber natürlich kann man nicht alles sehen. Nee. Aber es ging auch um die Geschichte des Omans und die war sehr, sehr, sehr interessant. Ja, die archäologische Geschichte und die menschliche Geschichte des Oman. Ich fand das sehr, sehr eine super Kombination, die Geschichte von vielen Aspekten zu erzählen. Interessant war auch, dass die Europäer hier eine relativ kleine Rolle gespielt haben. Die Portugiesen waren im 16. und 17. Jahrhundert für 140 Jahre hier und haben das Land kolonialisiert, aber sie wurden dann vertrieben und danach waren zwar die Briten hier, aber nur über die ostindische Gesellschaft und auch die Niederländer waren hier, aber nur mit Handelsposten und mussten immer mit den Omanis Handel treiben, waren also nicht die Eroberer dieses Landes. Also es war schon sehr, sehr interessant, die Geschichte insgesamt von vor 6000 Jahren bis heute, auch die moderne Geschichte. Auch die moderne Geschichte, und ich finde es wirklich immer so interessant, weil wir jetzt das Land natürlich nicht 100% kennengelernt haben, aber wenn man eine Reise gemacht hat und dann am Ende so ein Museum besucht, dann ist das anders, als wenn man
ja, ein Museum besucht, wo man noch wenig Ahnung hat von der Wirklichkeit des Landes. Genau, das war wirklich gute Reise. Mhm. Von Niswa machten wir einen Tagesausflug zum Jebel Akhtar. Auf dem Weg zum Jebel Akhtar fuhren wir am Beit Aridaida Castle vorbei. Der Beit Aridaida diente als befestigter Wohn- und Verwaltungssitz lokaler Herrscher, die von hier aus die Region um Niswa kontrollierten und die Handelswege sowie umliegende Oasen schützten. Wir sind gestern zum Jebel Akhtar gefahren, wurden aber von der Polizei aufgehalten, da die Straßen zu steil seien für ein nicht vierradfähiges Fahrzeug. Ein netter junger Mann hat uns dann angeboten, auf den Jebel hochzufahren, auf den Jebel Akhtar. Und wir haben das Angebot angenommen und sind mit ihm da hochgefahren. Und er hat uns wirklich alles dort gezeigt. Die Canyons zum einen, aber auch Terrassenanbaugebiete, auf denen vorwiegend auch Damaskusrosen angebaut werden, aus denen Rosenwasser gewonnen wird, aber auch Aprikosen, Walnüsse und andere Früchte, Granatäpfel zum Beispiel. Ja, die Gegend ist aber auch bekannt durch ihre Aufstände, die es noch in den 60er Jahren hier gegeben hat. Eine asphaltierte Straße führt hier erst seit 2005 hoch. Vorher gab es nur Sandstraßen und die Gegend war völlig abgeschieden. Die Aufstände hat es gegen den alten Sultan Said bin Taimur gegeben, der bis 1970 regiert hatte und der versucht hat, die Aufstände oder so erfolgreich versucht hat, die Aufstände mit Hilfe der Briten durch groß angelegte Bombardements auch zu lösen. 1970 wurde er abgelöst von seinem Sohn Sultan Qaboos, der dann bis 2020 regiert hat. Damals ist er dann gestorben. Dieser Sultan scheint sehr weise gewesen zu sein, also auf jeden Fall politisch erfolgreich und hat diese ganze Gegend hier auch befriedet. Noch etwas wollte ich sagen zu den Temperaturen, weil da kam eine Nachfrage. Ja, wir sind hier im Oman bei ca. 30 Grad am Tage. Das ist der Winter. Wohlgemerkt, im Sommer ist es hier sehr viel heißer. Die Nächte sind aber relativ angenehm und das merkt man dann schon gut. Wir können gut schlafen. Aber es ist wirklich kaum vorstellbar, wie das im Sommer möglich ist hier. Zu heiß. Auf dem Jebel Akhtar dagegen dürfte es sehr angenehm sein, denn auch im Sommer ziehen hier sehr viele Omanis und auch andere Ausländer aus dem Golf hoch, um der Hitze aus den Städten oder an der Küste zu entfliehen. Granatapfel. Es fängt jetzt an Zu blühen, ja. zu blühen. Das ist Walnuss. Das ist Walnuss. Das sind Walnussbäume? Okay. أنا فاتتني مربى. المربى الوحيدة اللي باكلها هي مربى. Ein Pflaumenbaum. Es sind 1000 von Jahre alte Häuser, Wohnungen, aber es ist alles jetzt verlassen, sagt er. شوف هذا وش هذا من النخيل. لا هذا اللي داخل من النخيل اللي صغير صغير What's inside is from the palm trees. Von Niswa aus fuhren wir durch die Berge wieder an die Küste zur nordomanischen Stadt Suhar.
Suhar ist eine historisch bedeutsame Hafenstadt im Norden des Oman. Sie gilt als das legendäre Tor nach China. Außerdem ist sie Heimat von Sindbad, dem Seefahrer. Und nun verlassen wir den Oman wieder. Wir fahren entlang der Küste weiter nach Norden, erst einmal zurück in die Arabischen Emirate. Wir haben inzwischen den Oman verlassen, sind in die Emirate gefahren und von dort relativ schnell weiter nach Saudi-Arabien, wo wir uns im Augenblick befinden. Dieses schnell Weiterfahren hat ein bisschen mit diesem neuen Krieg zu tun, diesem Nahostkrieg, der uns ein wenig überrascht hat. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es genau weitergeht. Aber trotzdem wollen wir noch ein bisschen was zum Oman erzählen. Ja, wir wollen nicht, dass das vernachlässigt wird. Das wäre total unfair. Wir hatten eine wunderschöne Zeit in Oman. Wir haben die wunderschöne Natur genossen, die Berge, die grandiosen Berge, die Wadis, die grünen Wadis, die oasenartig sind, die Strände, die endlosen, schönen Strände und auch noch die vielen, vielen Kamele, sei es in den Wadis, am Strand direkt, oben in den Berg. Also das war wirklich wunderschön. Und dann aber, wie man sagt, above all, das waren die interessanten und die interessierten Menschen, denen wir begegnet sind. Das war an sich ein Highlight Wirklich. Unserer Reise in Oman. Wie gesagt, jetzt sind wir in Saudi-Arabien und wir wissen noch nicht so genau, wie es weitergeht. Wir werden unsere Strecke ganz normal weiterfahren, nicht etwas verkürzt wahrscheinlich, und aufpassen und abwarten, wie sich die Lage entwickelt, denn wir müssen noch durch den Irak hindurch. Aber wir sind zuversichtlich. Damit wollen wir dieses Video beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Wir würden uns da sehr freuen. Und bis dahin, ciao. Tschüss.